Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Hallo Chiara, du wolltest dich hier treffen. Ist alles okay? Hallo Chiara, du wolltest dich hier treffen. Ist alles okay? Hallo Rolf, ich muss mit dir über etwas Wichtiges reden. Es ist mir sehr unangenehm. Hallo Rolf, ich muss mit dir über etwas Wichtiges reden. Es ist mir sehr unangenehm. Was ist denn los? Du weißt doch, dass du mir alles erzählen kannst. Dir muss von mir nichts unangenehm sein. Was ist denn los? Du weißt doch, dass du mir alles erzählen kannst. Dir muss vor mir nichts unangenehm sein. Ja, aber es ist mir unangenehm, darüber zu sprechen. Ich weiß einfach nicht, wie ich es dir sagen soll. Ja, aber es ist mir unangenehm, darüber zu sprechen. Ich weiß einfach nicht, wie ich es dir sagen soll. Bitte erzähl es mir, Schatz. Du machst mich ganz nervös. Ich muss es wissen. Bitte erzähl es mir, Schatz. Du machst mich ganz nervös. Ich muss es wissen. Nein, es tut mir leid. Ich kann es dir nicht erzählen. Nein, es tut mir leid. Ich kann es dir nicht erzählen. Warum nicht? Wir waren doch bis jetzt immer ehrlich zueinander. Du kannst mir vertrauen. Warum nicht? Wir waren doch bis jetzt immer ehrlich zueinander. Du kannst mir vertrauen. Ja, aber ich weiß nicht, was du von mir denkst, wenn ich es dir erzähle. Es könnte alles verändern. Ja, aber ich weiß nicht, was du von mir denkst, wenn ich es dir erzähle. Es könnte alles verändern. Ich glaube, du machst dir zu viele Gedanken, Chiara. Sag es einfach. Danach wird es dir bestimmt besser gehen. Ich glaube, du machst dir zu viele Gedanken, Chiara. Sag es einfach. Danach wird es dir bestimmt besser gehen. Nein, es tut mir leid. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Nein, es tut mir leid. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Und wie soll es jetzt weitergehen, wenn wir nicht mehr ehrlich miteinander sprechen können? Und wie soll es jetzt weitergehen, wenn wir nicht mehr ehrlich miteinander sprechen können? Es tut mir leid, aber ich glaube, dass wir unsere Beziehung beenden müssen. Es tut mir leid, aber ich glaube, dass wir unsere Beziehung beenden müssen. Was? Unsere Beziehung beenden? Warum das denn? Das macht gar keinen Sinn. Was? Unsere Beziehung beenden? Warum das denn? Das macht gar keinen Sinn. Ich kann unsere Beziehung nicht weiterführen, Rolf. Ich liebe dich, aber es geht einfach nicht mehr. Ich kann unsere Beziehung nicht weiterführen, Rolf. Ich liebe dich, aber es geht einfach nicht mehr. Bitte tu das nicht, Chiara. Ich liebe dich auch. Ich will dich nicht verlieren. Bitte tu das nicht, Chiara. Ich liebe dich auch. Ich will dich nicht verlieren. Ich habe mich schon entschieden, Rolf. Du wirst damit leben müssen. Ich habe mich schon entschieden, Rolf. Du wirst damit leben müssen. Ich verstehe das nicht. Was ist mit Chiara los? Erst will sie nicht mehr ehrlich zu mir sein und dann macht sie einfach Schluss mit mir. Ich verstehe das nicht. Was ist mit Chiara los? Erst will sie nicht mehr ehrlich zu mir sein und dann macht sie einfach Schluss mit mir. Sie verhält sich einfach nicht wie sonst. Normalerweise ist Chiara ein super ehrlicher Mensch.
Sie verhält sich einfach nicht wie sonst. Normalerweise ist Chiara ein super ehrlicher Mensch. Vielleicht ist es am besten, wenn ich ihr etwas Zeit gebe. Sie wird schon von alleine wieder zu mir kommen. Vielleicht ist es am besten, wenn ich ihr etwas Zeit gebe. Sie wird schon von alleine wieder zu mir kommen. Eine Woche später. Eine Woche später. Ich vermisse Rolf so sehr, aber er wird das nicht verstehen. Es ist besser, wenn ich ihm nicht die Wahrheit erzähle. Ich vermisse Rolf so sehr, aber er wird das nicht verstehen. Es ist besser, wenn ich ihm nicht die Wahrheit erzähle. Oder vielleicht versteht er es ja doch. Ich muss es herausfinden. Ich werde ihn anrufen. Oder vielleicht versteht er es ja doch. Ich muss es herausfinden. Ich werde ihn anrufen. Hallo Chiara, wie geht es dir? Hallo Chiara, wie geht es dir? Hallo Rolf, können wir noch einmal über unsere Beziehung sprechen? Hallo Rolf, können wir noch einmal über unsere Beziehung sprechen? Natürlich. Wollen wir zu unserem Lieblingsrestaurant gehen? Natürlich. Wollen wir zu unserem Lieblingsrestaurant gehen? Ja, das passt sehr gut. Dann bis gleich, Rolf. Ja, das passt sehr gut. Dann bis gleich, Rolf. Bis gleich, Chiara. Bis gleich, Chiara. Ich hoffe, dass Chiara mir jetzt endlich die Wahrheit sagt. Noch so ein Hin und Her verkrafte ich nicht. Ich hoffe, dass Chiara mir jetzt endlich die Wahrheit sagt. Noch so ein Hin und Her verkrafte ich nicht. Da kommt sie. Da kommt sie. Hallo Chiara, du wolltest mich sehen. Was gibt es? Hallo Chiara, du wolltest mich sehen. Was gibt es? Rolf, ich habe mich dazu entschieden, dir die Wahrheit zu sagen. Vielleicht kommst du ja damit klar. Rolf, ich habe mich dazu entschieden, dir die Wahrheit zu sagen. Vielleicht kommst du ja damit klar. Ich vermisse dich auch. Ich möchte unbedingt wieder mit dir zusammen sein. Ich vermisse dich auch. Ich möchte unbedingt wieder mit dir zusammen sein. Dann können wir unsere Beziehung auch weiterführen. Dann können wir unsere Beziehung auch weiterführen. Bitte erzähl mir, was los ist, Chiara. Ich werde nicht noch einmal fragen. Bitte erzähl mir, was los ist, Chiara. Ich werde nicht noch einmal fragen. Also, ich habe vor kurzem erfahren, dass ich eine seltene Krankheit habe. Ich habe vor kurzem erfahren, dass ich eine seltene Krankheit habe. Mir geht es zurzeit gut, aber die Krankheit könnte jeden Moment ausbrechen und dann habe ich nicht mehr lange. Mir geht es zurzeit gut, aber die Krankheit könnte jeden Moment ausbrechen und dann habe ich nicht mehr lange. Oh mein Gott, gibt es denn keine Behandlungen dafür? Oh mein Gott, gibt es denn keine Behandlungen dafür? Nein, leider nicht. Die Ärzte können mir nicht sagen, wann. Aber irgendwann wird die Krankheit ausbrechen und dann ist es vorbei. Nein, leider nicht. Die Ärzte können mir nicht sagen, wann. Aber irgendwann wird die Krankheit ausbrechen und dann ist es vorbei. Es tut mir so leid, mein Schatz. Ich möchte trotzdem mit dir zusammen sein. Gemeinsam stehen wir das durch. Es tut mir so leid, mein Schatz. Ich möchte trotzdem mit dir zusammen sein. Gemeinsam stehen wir das durch. Wirklich, Rolf? Das würdest du für mich... Wirklich, Rolf? Das würdest du für mich tun? Wirklich, Rolf? Das würdest du für mich tun? Natürlich. Ich liebe dich. Ich werde dich nicht alleine lassen. Natürlich. Ich liebe dich.
Ich werde dich nicht alleine lassen. Ich liebe dich auch, Rolf. Zusammen schaffen wir das. Ich liebe dich auch, Rolf. Zusammen schaffen wir das. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel.